Hilfe. Ganz großes Hilfe. Was hier auch immer passiert, ich brauche ganz, ganz dringend Hilfe. Das ist nicht mehr feierlich, was hier passiert. Das ist schon alles gruselig. Ich brauche so dringend Hilfe. Hier, komm. Hallo? Das ist... Also Leute, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann mache ich das auf einfach. Dann tut's mir leid, ja. Aber ich struggle ja jetzt schon ziemlich. Aber, Achso, du kommst dann auch an, ne? Dann lass mal dir die Erholung geben. Gegen Flugeinheiten ist das Hortensia dann doch noch ein bisschen effektiv. Ja, mit so einem schon F-Donner geht das tatsächlich ziemlich gut, ne? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich hier sagen soll. Ich meine, einen rausnehmen. In der Hoffnung, dass ja nicht viel passiert. Muss ich da einstellen? Das ist jetzt alles ein bisschen kritisch hier. Ganz, ganz großes, tolles Hilfe. Solange ich Sally nicht bewegt, ist mir das ja relativ wurscht, ne? Geh. Geh und bleib da. Gönn dir ruhig, macht meiner, gönn dir ruhig. So, du gehst auf Diamant, okay. Es ist keiner gestorben. Also, es ist halt echt keiner gestorben, aber das da drüben könnte zum großen Problem werden. So, auf jeden Fall. Gehst du jetzt mal raus? Weil das geht ja mal gar nicht hier. So, Ivy nimmt den hier raus. Ohne Wenn und Aber. So. Folgende Situation. Ja, ja. Glaube ich aufs Wort. Bitte sag mir, du kannst deinen... Da musst du Hortensia rausretten. Was mir aber auch nichts bringt. Der wird auf Hortensia gehen. Oder? Zu 100% wird er auf Hortensia gehen. Das ist alles ein bisschen kritisch hier. Okay, will sich schon dahin bewegen, das ist auch okay. Ja, das war mir fast klar. Hortensia, du bist so ein geiles Miststück. Entschuldigung. Wirklich? Also wirklich, wirklich? Muss das denn alles sein? Ich war gerade so froh, dass das hier alles so klappt. Und dann kommst du ums Eck und musst mir alles wieder zerstören. How dare you? Ich komme hier halt nicht voran. Und ich könnte den rausnehmen, ja. Da kommt Celine an und geht mir richtig ins Gesicht. Das brauche ich nicht. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, den irgendwie... erstmal den hier weg. Mist. Äußerst ungünstige Ausgangslage.
Sehr günstige Ausgangslage. Sag mal. Okay, I'm mad. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Celine kommt ja trotzdem an, ne? Machen jetzt einfach ein Auge des Sturms. Dann ist es jetzt so. Oh Gott, nein. Es nervt mich ein bisschen, dass sie ankommen. Ich überspringe das Ganze mal. Es tut mir leid, Leute. Ja, du gehst auf Ivys, okay. Und da kommt sie. Und greift mit dem hässlichen Elfendonner an. Und da kommt er und macht keinen Schaden. Du nicht. So, das war mir auch fast klar. Oh mein Gott, Gregory. Oh mein Gott, Gregory. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Hallo, ist okay. Yo, hol dir einfach 4 Mal. Weißt du, das ist auch sowas, das muss nicht unbedingt sein. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann gar nichts machen mit Ivy. Ivy ist verloren. Es tut mir leid, aber Ivy ist weg. Ich kann leider nichts mehr machen. So, du machst mal das hier ein bisschen. Dann kann er mir mal am A lecken. Also Ivy ist verloren, das ist schon mal sicher. So klar wie Kloßbrühe. Glad we met. Wie viel Schaden machst du mit der Hauskombo? Na, sag mal, hackt's oder was? Ich glaube, ich muss immer ein bisschen Manieren eintrichtern. Ja, was weiß ich, wie viel Schaden mit Hauskombo machen? Na, glaubst du? Ach, so ein bisschen Sonnenschwinger wäre schon nice. Ja, das bleibt mir halt leider auch verwirkt. Aber... Hortensia ist ja noch da, aber macht auch nicht viel Schaden. Bockmist. Ja, ich meine, heil ihn einfach mal, aber bringen tut's uns eh nichts. Es nervt mich hier richtig doll, dass hier die ganzen Weibernritter und so immer noch kommen. Ich stelle jetzt Marnie da rein. Okay, er wird sich dahin bewegen, das ist sehr gut. Das ist alles, was ich brauche. Ja, ist okay. Ja, das war mir klar. Was soll denn das aber auch, Leute? Ey, hallo, das ist doch nicht mehr feierlich. Jetzt hör aber auch auf mit dem Bockmist. Kann ich noch ein bisschen weiter fliegen eigentlich? So nach dem Motto, Hauptsache raus. Der holt sich aber auch echt viel KP wieder, ne? Nee, dann musst du weg. Dann musst du einfach weg. Das Problem ist halt Vogaro hier drüben, ne? Let us begin.
Ja, so gar nicht Schaden machen ist aber auch nicht nice. Warum hat die auf einmal so viel... Die steht im Miasma-Feld. Ach, du blöde Kuh, Alter. Leute, ich sehe mich so ein bisschen gezwungen gerade. Aufgrund der vorherrschenden Tatsachen. Hier ein paar Leute zu opfern. Ist nicht so, dass ich das will. Aber es geht halt nicht anders. Result to be proud of. Weil ich kann halt... Also Fogado ist definitiv weg. Es bringt alles nichts hier. Das nützt mir auch nichts. Naja, war schön, euch gekannt zu haben und so, ne? Ich meine jetzt alle, wie die fliegen. Ich meine, es ist ja schön, dass sich Nil bewegt, aber das nützt mir halt alles nichts mehr. Da geht die Mara. Da geht Ivy. Da geht Nell. Und damit hat sich die Sache nämlich erledigt. Warte mal. Was ist denn, wenn wir sie noch nicht anlocken? Sondern einfach mit der vorherrschenden Macht hier angreifen. Die wir besitzen. Einfach diese gesamte Weibern-Brigade hier dezimieren. Experience has triumphed. Die versucht hier immer noch mich anzugreifen. I'd rather be friends. Nee, komm, du musst es tun. Hier ist nichts mehr sicher. Whatever you need. Was that too much? Okay. Bin noch nicht ganz überzeugt von der ganzen Geschichte hier. Kann er sich nicht mal hier bewegen? Naja, das ist jetzt alles ein bisschen langweilig, aber was will ich machen? Die bewegen sich jetzt alle, habe ich recht? Trotzdem. Da kommen halt Wyverns über Wyverns. Oh, das wurmt nicht so richtig. Stell da mal nochmal rein. Die kommt da trotzdem hin. Interessante Tatsache tatsächlich. What a pain. Rest easy now. Problem ist halt, dass ich den loswerden muss, ne? Und den so nicht loswerde. Großer Bockmist. Der wurmt mich halt ein wenig, der wurmt mich richtig. Und was, wenn ich einfach das hier mache? Ja, okay. Ciao. My strength comes from diligence.
Unforgivable. Our bonds are far stronger than destiny. My turn. Looks like I win. Your orders. I know it's too late, but sorry. Devoted to you. Nothing left of you. My strength comes from diligence. Me first! Rest easy now. Ich habe vergessen, mein Mikrofon anzustellen. Das ist alles ein bisschen schwammig und ein bisschen kritisch hier, das Ganze. Da kommt Celine an. Das brauche ich jetzt gar nicht probieren. Kommt die da auch an? Ja. Gut, dann gehst du halt dahin und greifst von dort aus an. Aber wen? Nee, Leute. Vergesst es, pass auf. Folgendes. Ich werde
das Kapitel tatsächlich nochmal neu starten. Und auf einfach stellen. Also sonst hätte ich mir hier wieder zigtausend Parts auf. Und das ist auch nicht das, was wir wollen. Also bis gleich. Okay. Ich habe jetzt einfach schnell die Schwierigkeitsgrad geändert und mache das Ganze auf normal. Weil es nützt mir auch nichts, wenn ich hier 50.000 Parts in der Dämonenwelt verbringe und ihr nichts mitkriegt davon. Oh, ich hätte vielleicht noch mein Team ändern sollen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, das Ganze, ne? Upsi. Okay, jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Ja. Pass mal auf, mein Freund. Der macht jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viel Schaden und ich kann jetzt tatsächlich einen Schaden machen. Ui. Das nützt mir ja auch nicht wirklich, mit dem Wormslayer drauf zu ballern, oder? Nee. Okay, wir machen das gleiche wie gerade eben. Bloß mit dem Hintergedanken, dass hier auf einmal kein Schütze mehr steht, sondern ein etwas anderer Dude. Wie finde ich das denn? Na gut, ne? Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen beruhigter und gehe mit der ganzen Sache ein bisschen anders an. Ich meine, guck mal. Auf einmal ist der ein One-Hit mit dem Panzerbrecher. So, dann einmal mit der Silberaxt draufbomben. Und auf einmal macht Marnie auch 99%, ne? Was ist denn hier los? So. Stellen wir Arquest rein. Arquest Fogado rein. Jetzt haben die auch alle plus noch... Ja, jetzt haben die nämlich gar nichts mehr. Guckt sich an. Die haben alle nur noch einen KP-Balken. Nil hat auch nur einen. Also 2 und nicht 3. Also, let's go, ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen beruhigter, ein bisschen besser tatsächlich. Es ist zwar, wie es ist, aber... Was willst du machen, ja? F4 ausrichten kannst du da ja eh nicht. Da steht ein Bogenschütze, das kann ich mir abschminken an der Stelle. Aber dann habe ich es lieber so und bin beruhigter als alles andere. So. Okay, jetzt aber. Zack, 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 zack. Los, los. Ihr seid alle kein Gegner mehr. Absolut nicht. Absolut keine Gegner mehr. Oh, der hat mich so angegriffen. Krass. So, pass auf. Stellt euch ruhig da drauf. Sind auch weniger Wirbel tatsächlich, sehe ich gerade. Das ist ja äußerst interessant. Da gehen wir mit dem Silberschwert drauf. Und hier gehen wir einfach rum. Und du aktivierst das da. Nell stellt sich da drauf. Teamhammer killt den. Und ich bin deutlich beruhigter. Oh, es tut mir so leid, Leute, aber es nützt euch ja auch nichts mehr beim Versagen zuzugucken. Und im Endeffekt mache ich das Kapitel hier 50.080 Mal und habe nichts gekonnt davon. Wisst ihr, was ich meine? Dann gehe ich ja lieber mit Vollkaracho ran, als die ganze Zeit Game Over zu gehen. Also ich meine, wir haben das Ganze durchgespielt auf schwierig, außer das letzte Kapitel, das... Also, sorry. Ich kann mir auch andere Dinge schöner reden. Und mir schöner vorstellen, auf jeden Fall. Wenn ich hier so ein paar rausnehmen kann, warum denn nicht? So, weil hier oben hat nämlich... Hat doch ausreichend Verteidigung und Resistenz. Krass, hätte ich nicht gedacht. Okay. Jo. Ist jetzt halt so, ne? Kann auch Marnie hier reinstellen mit Tomahawk. Das macht auch was aus.
Oh Gott. Dann weiß ich aber wenigstens, dass wir das im nächsten im nächsten Part dann beenden können. Das ist ja eigentlich das, was ich so ersehne. So, weißt du was? Wir machen das trotzdem hier mit dem astralen Sturm. Dass der einfach rausgeht und du weniger Chancen hast, irgendwen zu killen. Da kommt Hortensia schon an. Was ist denn ihre Intention? Krass, krass, krass. I love it. So, dich nehmen wir... Wie nehmen wir dich raus? Dich nehmen wir mit Timera raus. In der Stahlgroßlanze. Okay, who's next? So. Und Hortensia nimmt Hortensia raus? Hortensia nimmt nicht Hortensia raus, aber Ivy nimmt Hortensia raus. Mit dem Excalibur. Oh. Everyone's gone. Ach nee, doch nicht. It's so Ah, das spielt sich so angenehmer, das glaubt ihr mir gar nicht. Es ist so viel angenehmer gerade alles. Ja, die waren aber noch gut Schaden. Ah, muss erstmal treffen, ne? Was hältst du denn eigentlich von einem Excalibur? I didn't run away this time. So, krieg ich dich irgendwie... Ja, ich glaube mit Celestia, ne? Da bist du nämlich keine Gefahr mehr für Gregory. Celestia? Da. So. Einmal tot. Jetzt hat die auch einen Toron. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, die hat immer noch den Elfendonner. Ah nein, die kommt auch mit dem Toron daher. So, du heißt mal Gregory. Und Fogado. Kann ich nicht, da kommt ein Bogenschütze. Oh, weißt du was, stell dich einfach mal hier hin. Stell dich einfach mal dahin. Warum denn auch nicht? Ich glaube tatsächlich, dass Single jetzt auch öfter angreift und nicht immer von Insel zu Insel fliegt. So, da können wir Panzerbrecher-Action machen. Und Madeline stellt sich mal hier mit rein. So, einfach alles überspringen. Du hast alles. Super. Dann kann Timera jetzt mal Fogado rausnehmen. Sehr schön. So muss das laufen und nicht anders. Ah, ich fühle mich gerade so gut, Leute. Das glaubt mir keiner. I'm sorry. Wenn es auf einmal doch gut läuft, ne? Pass auf, Leute. Je nachdem, wie ich jetzt vorankomme. Das ist eigentlich die am Gewitter, die da ankommt, ne? Ja, mach ruhig. Wenn das so gut läuft, warum denn nicht? Schade eigentlich. Aber meinst du nicht, wir kriegen... Doch, krieg mal. Dich mit dem Donner weg. Our bonds are far stronger than destiny. So. Kriegen wir dich irgendwie weg? Mit dem Kataklysmus? Ja, komm, haut drauf. I should be overjoyed. Are you ready to die? Manchmal liebe ich es einfach. Ich muss den ganzen hier ein Ende setzen, also sorry, Leute. Dass es jetzt so abgeht, aber... besser als gar nichts. Remember this. So. Dann kommt ihr mal mit hier. So. Dann macht noch Gregory hier was Schönes. I know it's too late. Einfach mal but rausnehmen hier. Sorry. Dann hast du eine Stärkung drin? Hat Gregory eine Stärkung? Jo. Prokativ gegen Stärkung. Das habe ich nicht gesehen.
Naja. So, der geht einfach mal da hoch. Und dann killen wir einfach mal da oben ein paar Leute. Ah, schön ist das hier. Ja, ja. Mach ruhig. Da greift irgendwie den Kataklysmus an. So. Dann nimmt Fugado den hier raus. What a pain. Ah, schön, wenn das läuft. So, dann nimmt sich Ivy mal selber raus. Mit dem Excalibur. So muss das doch nicht anders. Was ist denn Nodus? Selber ja, Bündnis, Leiste einer Verbündeten maximal. Oh mein Gott, das kann sie auch nicht benutzen. So, weiter im Text. Entschuldigung, ich bin gerade so overjoyed, das glaubt mir keiner. Einfach mal alle damit hin. Den Outquest mal auch mit. So. Dann killst du mal den hier. Oder schwächst ihn zumindest an. Dann kann Alfred den halt killen. 1,000 curses upon our enemy. So, Hortensia. Halt mal ihn hier. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Doppelst du? 18. 14. 13. 28, 31. Überlebt ihr auf jeden Fall. Also Randa. So, gehst mal weg hier. So, da kommt unser Boss. Unser Big Trouble. Ruhe. Nicht reden, sterben. I'm not afraid. Los, stopp. Ich sagte. Stirb. Es läuft gerade wieder zu gut, Leute. Oh, der Giftzahn. Äußerst interessant. So. Und einmal Heilung. Und einmal mitgehen. Und Celine kann ja mal mit Camilla hier rüberfliegen. Das geht ja auch. So. Man kann eigentlich den mal angreifen. Mal sehen, ob er kommt. Wahrscheinlich nicht. Wenn es einmal gut läuft, ne? So. Ja, vielleicht 14 Part mit extra länger. Ist mir dann aber auch wurscht. Wurscht. Ist mir wurscht. Was kommt da? Ach so, okay. Ja. Gut, das muss jetzt aber auch nicht unbedingt. Wir müssen es ja nicht ausreizen. Seien sie doch alle, wenn sie möchten. So. Okay, da kommt auch schon das Prinzesslein. Die macht aber Hortensia kalt. Mal gucken, dass Alfred nicht so rankommt unbedingt. Kannst du ja mit deinem Silberschwert irgendwas anrichten? Nö. Ivy mal ein bisschen. Kannst du dich mal ein bisschen kitzeln? Ein bisschen toller? Ja. So ist schön. So, dann kommst du mal hier mit. Und dann machst du mal das hier. Einfach mal was können. So, Leute, so muss es laufen und nicht anders. Talk about a good time. Wobei ja die,
Hauskombo doch ein bisschen dolle Schaden zufügen könnte. Nehme ich eigentlich gerade wieder Ton auf? Nicht, dass ich das hier alles mache und ich nehme nicht auf. Ja. Sehr schön. Okay. August mit dahin. Madeline, du kannst nicht viel anrichten. Vielleicht soll ich Hortensia da mal ein bisschen rausbewegen. So. Okay, weiter im Text. Da kommt der böse Dämonenstrahl. So, komm, alles hier. Skippen, skippen, skippen. Okay, war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Der ruft sich neue Verstärkung, soll er doch machen. Ja. Gut. Wie machen wir's? Zwar brauche ich dafür dich erstmal. Ich meine, du versetzt sie im Bruch. Was soll sie schon groß anrichten mit mir? Finally. Ruhe. Triffst ja nicht mal. Can't. I don't. So ist schön. Ach Gott, das fühlt sich so gut an alles. Es fühlt sich alles so gut an. Ich fühle mich so mächtig an. Arvid, stirb einfach. Kannst mir nicht entkommen. Du wirst mir auch nicht entkommen. Stirb! Oder auch nicht, aber... Ja, aber mit Hortensia stirbst du dann. Oder durch Hortensia. So, tot. Georgius. Interessant. I've been better. Kann das eigentlich? Das interessiert mich jetzt. Wer kann Georgius von euch nehmen? Wer hat hier Schwertrang S? Hast du Schwertrang S? Nö. Hat die göttliche Schwertrang S? Nö. Tja, ich habe leider Kagetsu nicht mitgenommen. Was soll ich dazu sagen? So, da hinten steht noch ein Weibern, den holen wir uns auch dann gleich. Okay. Jetzt mal ehrlich, du könntest dich ruhig mal wegbewegen da. Got it. So. I'd rather be friends. Kannst du dich trotzdem da wegbewegen? Das ist langweilig, was du da tust. Ach, schade, das klappt nicht. Na egal, stell ich ja Madeline da rein. So, können wir alle herkommen. Vor allem du kannst mal herkommen. Ja, alles gut. So, dann gehst du mal da hoch. Hier drüben ist auch alles schick. Was kommt da eigentlich? Da kommt mal ein Ritter. Ja, ich meine, lass sie kommen. Wenn sie meinen. Bin ich jetzt nicht böse. So, okay. Die Jungs machen das schon. Okay, nice, er bewegt sich. Okay, er bewegt sich auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Komm ruhig her, mein Freund. Ich möchte dir ein jähes Ende bereiten. Das hat auch gut geklappt hier tatsächlich. Result to be proud of. So, hier drüben. Einfach mal down. Phew. So, dann einfach mal hinterher Is it stiefeln. my turn? Nice, wenn's läuft.
Okay, da ist er. Dann wird's jetzt Zeit. Boah, Alter. Ja, mega. My wish has finally come true. I suppose I should thank you, Divine. Huch, Entschuldigung. This world will fall, and it is all because of you. You're right. All of this happened because I came here, and by removing the ward on the final bracelet. I may have doomed this place for good, but I was summoned here to save you. As long as there's hope for that, I won't give up. I require no saving. It is enough for me to watch you die, knowing you destroyed this world. I'm not here for the world, I'm here for the people in it. I'm here because someone wished for your salvation, even if it meant the world would end. Don't you see? There are people who love you. If I have to defeat you to make that clear, I will. Aber da kann man wenigstens im nächsten Part dann wieder in die normale Story reinsteigen. Da hat der Sack tatsächlich getroffen. Man glaubt es ja gar nicht. So. Noch hat er 3 Balken? Also er hat doch 3 Balken. Ach krass. Ja, Alter. Drauf da mit allem, was ich hab, ne? Also mit Hortensia. Mit der nicht. Ah, aber warte mal. Wir können... Das ist sehr gut. Die Hauskombo Plus nehmen. Professor! Ah! Do you miss your old world? Pity. Ruhe. On my way. Let's do it! That's it! Don't hold this against me, okay? Ach, mit Mond. Nice. Nice Alchrist. So, Celestia kann mal, ja. Machst du mehr Schaden mit dem Schwert? Ja, mach mal. Behold and tremble in fear, Celestia. This is the might of a true dragon. Lord Nil, as a fellow dragon, I must admit that form is impressive. But while you won't require anyone's help this way, you will come to feel isolated in time. Having no one by your side is not as liberating as you might think. You can still reconsider. I feel nothing of the sort. Perhaps it is you who is lonely, for want of your lost wind. I will gladly send you after him. Mavir, you fool. I was willing to die there with you. But still, thank you. I'll use this gift well. It's because of what you did that I have the will to face you. You won't take anything else. Allow me. Schade, dass du nicht getroffen hast. Ah, die Sehnklinge macht schon. So. Einmal gestellt von Tiki. Mit dem Tiki-Schlag. Your form reminds me of Sombron. I suppose this must be how it felt for you, watching me transform. Spare me your pity and presumptions. You were born with everything. We are not the same. You will never understand me, not even if you have thousands of years to contemplate. Our time together as twins was a far shorter interval than that. And yet, it was more than enough time for me to learn how much I care about you. Do not do this, Nil. Do not return things to the way they were with Sombron. Please. I cannot bear the thought of losing you. Stirb, stirb, stirb. I'll go first. So, dann kann dich mal Ivy den KP-Balken abziehen. Allow me. Und tschüss. Nothing left of you. Und Leute, es gibt nur einen, der den finalen Schlag machen darf. Stimmt's, Vogado? Nur einer ist dazu imstande. It's over. Warum kann Alkus eigentlich noch angreifen? Kannst du mit ihm eher Schaden anrichten? Ja, Kreis, mach mal. Here we go. I won't miss. Nicht killen, Alchrist. Nicht killen. Our foes are strong. Das darf nur einer. Stirb.
Dank ist der Spuk vorbei. Das war so eine Befreiung gerade, das alles auf normal durchzuspielen. Sorry, musste sein. I am defeated? This cannot be! Father! Father! The bracelets. Where did they go? They disperse when their duty is done. Then I guess this is goodbye. Why? Why? Even with the power of the bracelets, why am I no match for you? Perhaps you see it now. The path Sombron laid out for you was never the right one. If I cannot carry out Father's wishes, then my existence serves no purpose. All my life I have sought to be valued, only to discover that I am truly worthless. I will never be like you. You are not worthless. You are my irreplaceable twin brother. We are two halves of a whole. Ridiculous. I already told you I am not nil. I know. Not nil? What does that mean? I don't understand. What happened to the real Nil? He died in battle 1,000 years ago. Shortly after Nell gave him her dragon stone, he wanted nothing more than to make his sister proud. And who are you? A fell dragon whose twin perished when I was too young to remember it. I was a lone child, with no abilities to distinguish me, surrounded by pairs of twins, until I met Nil. My mirror image. The resemblance between us was uncanny, and we discovered we had much else in common. We were inseparable for a time. And I was all too happy to have something like a real brother. He was my other half. That was how I felt, at least. But for him, there could be no replacement for Nell. When I found him, on the battlefield, breathing his last, his only thoughts were of her. He gave me her dragon stone, and said that he wished Nell would never have to grieve. For that reason, he asked me to take his place. So you became Nil. I made it appear as if I had been the one to die that day. In a way, I was. There would be no one to mourn my passing. Father would not even notice. I'm having trouble believing all of this. Believe it, I am an imposter. You should not hesitate to kill me. I brought this world to the brink of ruin. If you allow me to live, I will do it again. Let that be your reason, if nothing else. What say you, Nell? I knew you were not Nil from the start. What? I have known about his death for a long time. I saw through your ruse from the beginning. I simply chose not to confront you about it. You took his place for his sake, and for mine. That was an act of kindness. We may not have been born as twins, but I have always thought of you as my other half. Then, you are a fool! Say what you will. I speak the truth. You will recall how we visited the burial site at Letho's castle to say our farewells. You may not have seen that I left a pressed flower there. It was Nil's. I was not saying goodbye only to the divine dragon that day. You were saying it to Nil, too. I carried that flower for a long time. I suppose some part of me was unable to move on. Despite that, you became very dear to me. Your companionship saved me from loneliness and despair. I was happy to be a sister to you. I will always cherish our time together, even if you do not feel the same. Without you, I would never have been able to continue fighting all this time. I trusted you above all others, believed in you with all my heart. The only proof that we are not true twins is that I failed to sense your actual intentions. Perhaps. I confess, I have longed to hear you say such things. They make fine parting words. Are you ready? Yes. Thank you. For everything. Goodbye, Nell.
Goodbye. Stop. What are you doing? Nell! There is another way to end your pain. Once I am gone, you will be free. For my part, I would rather die than lose anyone else. No. If only I had realized sooner. I could have prevented this. Seeing Nil and my divine dragon again. Maybe too much to hope for. But even so, I will rest well knowing your pain is at an end. Why would you do this? I deserve this fate, not you. You should have killed me. I could not bear to lose a second brother. For that is what you are to me, despite it all. Before I go, will you tell me your name? Lady Nell! No! Please, no! She's gone. No last words of reproach. No regret for her own passing. All she wanted was to know my name. Rafal, sister. My name is Rafal. Rafal. How did I forget myself? Nil asked me to look after his sister. That was his dying wish. But it was not merely his wish. It was also mine. All I wanted, all I really wanted, was to be her other half. When did I forget those feelings? You said this would be the end of my pain, Nell. But it is not. How could it ever be? I sense something. The Dragonstone pieces, they have a strange energy about them. That is Sombron's magic. Could it be that he cast a spell on that Dragonstone? To sow the seeds of hatred in the heart of Lord Nil? Rafal, Dragonstones are destroyed by the death of their owner. Lady Nell died to break the spell. Sombron made it so that you two would fight each other instead of conspiring against him. Nonsense. You mean to say that it was just some spell? That all should be forgiven? Ridiculous! Regardless of Sombron's influence, I am responsible for my own actions. I chose to do what I did. It was what I wanted. I will not allow anyone else to shoulder my blame. Not even Father. I sought power and I attained it. Even now, I have no regrets about that. I only wish that I could have kept the promise I made to Nil. Divine One. What is it? I have heard that dragons of great power can impart their life force unto others. Do you suppose that is true? Yes. My mother did that for me. But it took 1,000 years before I woke up. Then I will do the same. I will revive Nell. Even if it takes me just as long, I will dwell in this empty world alone. In the hope that she will one day rise. Perhaps that will be a fitting punishment for what I have done. And perhaps, if and when you wake, we may truly become two halves of a whole. You will. No. You already are. Is that so? Rafal, after Nell wakes up, why don't you come live with me in my Ilios? What? I have a feeling you'd be able to travel there from here in the Somniel. It's hard to explain, but I can sense my world right now. It feels closer. Yes. It would seem that a path to other worlds lies open. Perhaps it is due to the bracelets. I did wish to grant my father's desire, if the conquest of other worlds was part of his plan. But
I believe it is as you said. It should be possible to move between worlds from here. Then I'll grant you both my protection so you can travel there, when you're ready. The Somniel can't be entered without my blessing as a divine dragon. So come find me. That invitation is open, however long it takes for you to accept it. You would make an ally of the one who so recently tried to kill you? If you are asking me here and now, then my answer is certainly no. That said, 1,000 years is a long time. I will say this. If, by some miracle, Nell awakens and finds it in her heart to forgive me, then, and only then, will I journey to you. I understand. Now, there is nothing more to say. Leave me. As you wish. I hope to see you again, though. Lord Rafal, Yes? despite all that's happened, I am grateful for the time we shared. I hope that we'll meet as allies again. Your kindness is wasted on me. Here we are, back at Lethos Castle. It feels as if we've been gone for ages. So much has happened since I first met Nell and Nil here. The kings and queens, the emblems, they're all gone. Yes, and Mavir too. What should we do now? Beats me. Every nation's lost its rulers. And probably their whole populations by now. I guess we could try to rebuild. Or each grab an empty throne and call ourselves rulers. Rulers with no subjects. I fear we have little to do but bide our time until the end. What if you came with me? Divine One? This world is beyond saving. You said it yourselves. There's no one left. I'm just a visitor. I have to go back before long. But if I leave you behind, I can't even be sure how long you'll survive. It would mean throwing yourselves into battle again. But still, I hope you'll consider it. Sounds pretty good to me. Better than twiddling our thumbs to the grave, at least. I say we go. A new world might mean scary new enemies and dangers. But still. It's an appealing proposal, but I'm not sure. I wonder what Mavir would say. Would he forgive us? What do you mean? We are his family, and if we go, he'll be left here all alone. It doesn't seem fair. Why should we be the lucky ones? Why do we deserve this? Deserve what? To be happy? Madeline, what's the last thing that the big guy, that Mavir, said to you? He said he wished me the greatest happiness. There you have it. He'd probably tell you to look forward, not back. Even if it means leaving him behind. You don't get to speak for him. You didn't know him like I did. I knew him pretty darn well. We spent a ton of time together. We were practically brothers. Anyway, you gotta admit, he wouldn't want you sulking forever. I know. Mavir would tell me to go. To try and be happy without him. Go ahead and cry, Madeline. There hasn't been time to mourn him since it happened. I'm sorry. You were born into this world, and I'm asking you to put it behind you. But if it makes any difference, I spoke to Rafal. He's planning to come as well, one day. You could wait for him with me. Divine One, I share Madeline's struggle. It feels wrong to be the only ones going, to leave our Lord and Lady behind. I understand. But instead of languishing here, we could go to a world where our skills can be of use. And after everything that's happened, I find it difficult to turn down your request. We have been through so much together. Yes, we have. I'm inclined to go. Do the two of you feel the same? Yep.
I agree. Then from now on, the remaining winds will swear our loyalty to you as your attendants. We will go with you, Divine One. I'm glad. I look forward to spending more time with all of you. The feeling is mutual. All right. Remember, you two. We have to work hard as the Four Winds, even in another world. What, we're not calling ourselves the Three Winds now? You knew the answer before you even asked. We four are a family, and will always be together. Nothing can change that. All right, everyone. Let's go. Nell, Rafal. I'll see you again someday. Thank you, my fellow Divine Dragon. I pray your future is filled with hope and love. And please, take good care of them for me. Tja, Leute, das war das DLC. Alles, was mit den Einheiten, die wir jetzt bekommen, zu tun hat, werde ich dann im nächsten Part machen, wenn es mit unserer Hauptstory tatsächlich wieder weitergeht. Ja. Also ich liebe das DLC. Auch wenn es auf schwierig einfach nur ein richtiger Brocken ist und auf extrem hätte es mich, glaube ich, richtig gekillt. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich den letzten Teil auf normal spielen musste, aber der Part geht schon eine Stunde. Ich hätte das jetzt auch in 5 Parts splitten können oder in 3 Parts, wenn ich das gewollt hätte, aber das wollte ich einfach nicht. Deswegen kriegt ihr jetzt einen vollen Part mit dem Finale und den ganzen Vorgeplänkel, weil das im nächsten Part zu packen wäre sehr überfordernd und erfüllend. Aber ja, so ist es. Wir haben es geschafft. Hier nochmal ein paar nette Bilder, die unsere Kämpfe darstellen sollten oder sollen. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal von euch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei in der Hauptstory. Bis dahin. Ciao, ciao. The weather's so beautiful today. That bright blue sky feels like a good omen. I could not agree more. Nell! Rafal! I didn't expect to see you so soon. It has been some time, Divine One. For me, it has been 1,000 years. But Nell has returned, and we have come as promised. My sister and I are at your disposal. Welcome to you both. It really is a lovely morning.